herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Heute geht es wieder los und wie ihr sehen könnt, wir sind hier auch schon wieder mitten in der Natur und wir wollen uns heute alte Stellungen aus Zeiten des Kalten Krieges der Österreicher anschauen und was wir alles so finden, das seht ihr in diesem Video. Also, bis gleich. Ja, wir sind jetzt hier halt wie gesagt mitten im Wald und wie ihr sehen könnt, hier gibt es schon diverse Felskanten. Hier ist ein riesen Hügel bei uns hier direkt vor der Front und hier müssen wir auch irgendwie hoch, weil da wo wir hinwollen, das muss sich hier in dieser Felswand befinden. Aber wir werden hier diesen Hügel jetzt einmal versuchen zu umgehen. Jetzt ist es auch halt relativ schwierig in dieser Jahreszeit, das auch schon mit dem bloßen Auge zu sehen, gerade so abgetarnte Sachen. Das ist schwierig. Aber ich denke, wir sind hier schon auf der richtigen Spur. So, ich glaube, jetzt müssen wir das Plateau hier gleich erreicht haben. Hier im Wald ist es auch noch relativ dunkel. Wir sind ja auch schon früh los. Ja, tatsächlich ist hier oben so ein alter Militärweg. Und da ist das Objekt unserer Begierde. Da wollen wir jetzt rein. Das ist ein alter oder ein ehemaliger Eisenbahntunnel, der noch eine ganz besondere Anlage verbirgt. Ja, dieser Tunnel war Teil einer Eisenbahnstrecke gewesen, die auch noch zu Zeiten des Krieges noch genutzt wurde. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann das eingestellt wurde. Aber das Ganze wurde auch schon Anfang des 18. Jahrhunderts wurde das, glaube ich, auch schon gebaut, dieser Tunnel. Da oben ist auch noch wie so eine Art kleiner Zugang. Da oben ist noch ein Loch im Fels. Aber das ist hier schon, sieht wieder richtig spektakulär aus. Und diese Anlagen haben die Österreicher halt genutzt, um sich, um diese natürliche Befestigung hier mit dem Tunnel noch als zusätzliche Verteidigung zu nutzen. Die haben also eine Raumverteidigung gemacht, wo es immer einzelne Anlagen gab, die praktisch für die Sicherung in dem Gebiet installiert wurde. Ja, das Tor ist offen, das ist schon mal sehr gut. Jetzt sieht man auch schon hier im Eingangsbereich, dass das einfach kein typischer Tunnel mehr ist, sondern dass man hier auch einen Bunker mit eingesetzt hat. Wo der genau beginnt, das werden wir uns gleich jetzt einmal anschauen. Und hier ist jetzt erstmal, hier geht es erstmal mit dem Tunnel weiter. Ich brauche noch mal eine Taschenlampe, die jetzt etwas in die Distanz reinleuchtet. Ja, da könnt ihr sehen. Ja. So, seine 100 Meter wird er jetzt auch schon fast haben. Ja, hier seht ihr die zusätzliche Mauer, die hier gesetzt wurde. Ja, und irgendwo geht es hier dann ab oder halt im hinteren Bereich, wo praktisch ein Bunker mit eingebaut wurde. Ja, Luftfeuchtigkeit ist hier etwas höher wie draußen.
Ja, ganz interessant ist auch, dass man hier noch Übungsmunition Kaliber 5,56 findet, NATO-Kaliber. Aber das ist auch schon entsprechend oxidiert, also haben das österreichische Bundesheer hier wahrscheinlich mal die Anlage noch zum Üben verwendet. Weil das ist halt schon lange nicht mehr unter der Ära Befugnis hier die Anlage. Ja, man sieht es hier unten immer wieder, wenn ihr das erkennen könnt hier. Ich nehme mal den Lichtkegel etwas weg. Hier sind überall diese Geschosse, aber die sehen schon interessant aus, weil hier oben auch ja, so eine Plastikkappe auch nochmal extra drin ist. Ist auch merkwürdig. Aber Leuchtspur ist das auch nicht. Ich weiß nicht, für was das ist. Interessant. So, jetzt kommen wir hier zum Ende des Tunnels. Der hier wieder separat abgesperrt wurde. Steht eine römisch 2. Aha. Und hier geht's nämlich jetzt in den Bunker. Ja, dann gehen wir jetzt hier mal die Treppe runter. Hier sieht man noch an den Seiten Pfeile mit fluoreszierender Farbe. Wenn wir jetzt mal die Lichter ausmachen, dann müssten wir das jetzt ganz gut sehen können. Ich versuch's mal. Ja, da sieht man es richtig gut. Hier 2 Pfeile und weiter unten sind noch 2, aber die seht ihr irgendwie nicht mehr auf der Kamera. Aber es funktioniert immer noch. So. Jetzt gehen wir hier mal runter, also hier an der Seite der Treppe, hier an der Kante. Das ist auch so ein Leuchtstreifen. Damit man natürlich dann hier beim Stromausfall das sieht, hier unten, das werden auch Leuchtstreifen sein. Ja, jetzt könnt ihr es nochmal erkennen. Auch nur noch relativ wenig. Aha. Und das ist jetzt hier interessant. Hier hat man jetzt einen Turm drin eingebaut. Hier seht ihr oben da die Kanzel noch, was abgedeckt ist. Und hier konnte man praktisch hochlaufen. Und zwar ist da oben so ein Centurion Panzerturm gewesen von diesem Panzer. Ich glaube, es ist ein britisches Modell gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Und die hat man oben drauf gesetzt. Also die Österreicher haben damals alles Mögliche an älteren Fahrzeugen und Kanonen verwendet, auch russische Modelle viel, auch noch deutsche Hinterlassenschaften und britische Sachen auch, gerade die Kanonen. Und haben die dann halt hier in ihr Verteidigungssystem integriert. Die haben jetzt hier die Türme abgenommen, hier drauf gesetzt und dann konnte man hier mit diesem Turm halt schießen. So, die Technik fehlt größtenteils, wie gesagt der Turm auch. Ja, und dann waren das hier praktisch die zusätzlichen Räume, die da notwendig gewesen sind. Es gab auf jeden Fall ein Aggregat. Batterie, Entladeschlussspannung erreicht. Okay. Hier, also dieser Platz sieht schon irgendwie so aus, als ob hier ein Aggregat oder Batterien standen.
Gibt es hier einen Aufgang? Aha, hier gibt es höchstwahrscheinlich einen Notausstieg. Da kann man gleich noch hochgehen. Man hat überall hier solche kleinen Panels dran gemacht, die reflektieren, damit man dann das Ganze auch bei Stromausfall relativ zeitnah besetzen kann. Oh, und hier ist der andere Zugang. Ui, der ist dann gut versteckt. Da müssen wir mal gucken, ob wir die Klappe hier überhaupt hochbekommen. So, wir gucken mal, wie weit wir jetzt hier bei dem Notausstieg hochkommen, wenn das alles noch relativ sicher ist. Der Zauber, da haben wir eine Betonplombe davor gesetzt. Kann ich hier einmal hochnehmen. So, dann können wir das hier einmal sehen. Ich mich jetzt hier zurücklehne. Also hier wäre der Notausstieg gewesen, da steht noch irgendwas mit K1, aber ihr seht hier oben, da ist eine Betonplombe davor. Und hier wäre jetzt noch so ein abschließbares Gitter gewesen, das hier auf diese Luke geht, aber da wäre jetzt kein Zugang mehr. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal den Rest an. Hier ist praktisch so ein Bein, was man jetzt aufstellen könnte. Boah, das ist schon mega schwer. Sehr schwer. Boah. Als ob noch was oben drauf liegt. Das ist viel zu schwer, als ob oben noch Steine oder was drauf liegen. Ja, ihr müsst euch vorstellen, diese Platte ist bodennah und da wird irgendwas oben drauf liegen, damit das nicht einfach zu sehen ist. Das ist gut abgetarnt. Tja, wie machen wir das jetzt? Müssen wir sonst draußen rumlaufen, ne? So Leute, ich stehe jetzt hier nochmal unter dem Panzerturm. Werde euch da auch nochmal ein Bild einblenden, wie das aussieht. Also wir werden jetzt versuchen, nochmal oberirdisch den Tunnel bis zum Ende zu laufen, weil wir das ja jetzt hier überhaupt nicht aufkriegen konnten. Weil in der Felswand auch nochmal ein paar interessante Sachen versteckt sind. Ja, wir gucken mal, dass wir das jetzt irgendwie umgehen können und euch das auch mal von außen zeigen können, wie das da jetzt versteckt ist, das Ganze. Ja Leute, tata! Wir haben uns jetzt trotzdem nochmal umentschieden und haben jetzt mit gemeinsamen Kräften die hier hochgedrückt und haben es tatsächlich geschafft, weil der Weg jetzt über den Tunnel, der wäre so radikal gewesen, aber hier seht ihr jetzt, wie das Ganze aussieht. Wir können uns, ich muss nur eben mal meinen Rucksack gleich wiederholen, mal zeigen. Das wäre praktisch der zweite Zugang gewesen. Man hat jetzt hier nur wie eine Art Falltür. Die ist schon schwer. Also man kriegt die nicht mehr eben so auf. Wenn dann halt mindestens mit 2 Mann. So, und wenn das jetzt hier voll mit Laub ist und Stöckern, dann ist das hier so gut getarnt, dann weiß keiner, dass hier ein Zugang ist. Das ist schon wirklich krass. So, aber ich muss noch an meinen Rucksack. Wir sind jetzt da hinten gerade eben rausgekommen aus der Klapptür, aus der Falltür.
Und hier seht ihr im Prinzip jetzt das Südportal so gesehen, wo der Zug hier reingefahren ist, was hier halb verschüttet ist. Also ihr seht hier noch einen Teil der Ummauerung und hier wäre das Portal drin, was jetzt hier im Prinzip verschüttet ist. Wir werden jetzt hier gleich nochmal runtergehen. Hier geht irgendwie ja, so ein halb erkennbarer Pfad nach unten. Ob sich da jetzt noch irgendwas verbirgt hier in dem Abschnitt. Und ja, vielleicht sehen wir ja auch irgendwie die Plattform nochmal, obwohl die können wir eigentlich nicht sehen, weil die müsste höchstwahrscheinlich da oben irgendwo sein. Ja gut, das machen wir jetzt nochmal eben. Ja Leute, wir haben Glück gehabt. Wir sind jetzt gerade beim Herabsteigen hier nochmal auf den Stollen jetzt gestoßen, der uns noch fehlte, den wir noch gesucht haben. Und na, den gucken wir uns natürlich jetzt auch nochmal an. Und wir können schon erkennen, da ist eine richtig alte Holztür drin. So, jetzt muss ich ja mal ein bisschen gucken. Kann man jetzt hier nicht wegrutschen. Ich muss auch aufpassen, hier ist ein bisschen Glas hier im Eingangsbereich. Wow, eine richtig massive Eisentür. Ach, eine Eisentür sage ich schon, eine Eichentür meinte ich natürlich. Die hier natürlich aufgrund der Witterung jetzt schon gelitten hat. Oh, mal gucken, ob wir hier vorbeikommen. Oh. Oh, hier wird es mal richtig schlammig. Wow. Ja, hier geht irgendwie ein Abschnitt in diese Richtung. Hier ist ein bisschen was so abgemauert. Und da hinten geht es auch noch weiter. So, und da hinten ist wie so eine Art Gitter. Okay. Gehen wir erstmal hier die kleine Strecke weiter. Ja, man sieht, dass das hier halt Altbergbau ist. Man hat es hier richtig rausgestemmt. Ah, hier ist so eine alte Gittertür eingelassen gewesen und dann endet man hier in einer Kammer. Hier ist auch noch einiges an Holz zu sehen. Also ich vermute mal ganz stark, dass das hier eine Sprengstoffkammer sein muss. Also kann nur sowas gewesen sein, dass man das nämlich hier nochmal abgesichert hat, diesen Bereich, sonst würde das jetzt keinen Sinn ergeben. Oder man hat was anderes gelagert, aber typischerweise ist es eigentlich immer irgendwie Sprengstoff. Ja gut, cool, dass wir das dann doch noch gefunden haben. Es war dann doch noch weiter unten als gedacht. Aber so ist es manchmal. Ja Leute, also wir haben es doch noch geschafft und konnten uns auch noch diesen Stollen anschauen, ob er jetzt wirklich zu der Anlage mit dazugehörte oder ob das einfach hier schon im Vorfeld passiert ist, weil das ist ja hier typisch Altbergbau auch, aber es kann ja sein, dass das mit im Nachgang genutzt wurde. Zumindest scheint diese massive Eichentür und dieses Gatter am Schluss noch mit darauf hinzuweisen. Aber nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, jetzt ist Schluss mit diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!